Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser. So, servus. Heute in Gunzenhausen, nah bei Nürnberg. Und ja, die ersten Leute versammeln sich, es geht gleich los. Sind wir mal gespannt. Das Thema Corona beschäftigt uns ja alle und wenn man jetzt sich dafür einsetzt, dann kann sich ja auch nichts ändern. Also stehe ich fast jeden Samstag hier und versuche, die Welt ein bisschen besser zu machen. Schön gesagt. Und was ist eigentlich das, was dich so direkt auf die Straße treibt? Was ist das, was dich so im Bauch am meisten irgendwie... Ja, die Unstimmigkeit im Endeffekt. Die Unstimmigkeiten in den Medien, dass es alles so einseitig ist und dass ich einfach das Gefühl habe, dass da irgendwas nicht richtig ist. Und ich bin sehr für Gerechtigkeit und auch für Aufklärung. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man dafür auch seine Stimme erhebt und auch hierher kommt und zeigt, dass man da ist. Also auf gut Deutsch, wir haben das Volk, die Völker gezielt belogen und jetzt sagen wir aber die Wahrheit, jetzt wissen wir es besser. Warum soll man diesen Menschen auch nur irgendetwas glauben? Kommt mir nicht in den Sinn, verstehe ich nicht. Ich möchte einfach nicht mehr angelogen werden. Mittlerweile in den Mainstream-Medien, das ist für mich alles nicht richtig, was ich da höre. Weil wenn ich mich anders informiere, kriege ich einfach mit, dass das alles nicht stimmt. Und das ist die Art und Weise, wie die Politik mit uns umgeht, nämlich gar nicht. Das ist denen momentan scheißegal und das ist skandalös. Diese Corona-Krise, irgendwas hat mit den Zahlen von vorne und hinten nicht gepasst. Und ich nicht das Gefühl habe, dass die Kranken und chronisch Kranken geschützt werden, weil das könnten wir auf eine ganz andere Art und Weise tun. Ich komme aus dem Gesundheitsbereich und ich weiß, dass die bisher noch niemanden interessiert haben. Es gab noch nie Geld für diese Leute und jetzt wird unter Deckmantel der Gesundheit von diesen Leuten so eine Politik betrieben und da ist irgendwas im Argen, was auf jeden Fall nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat und schon gleich gar nichts mit unserer Gesundheit. Und deswegen bin ich hier, damit immer mehr aufwachen und dann immer mitmachen. Die Pandemie endet, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Übersetzt heißt es, wir kriegen unsere Rechte zurück, wenn es diesen Impfstoff gibt und wenn sich möglichst viele Leute damit impfen lassen. Wenn nicht, wollen die das weiter aufrechterhalten. Und das hat mit der Demokratie nichts zu tun. Nichts, aber gar nichts. Ich denke, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist nicht klar und sollte in Frage gestellt werden. Ich schätze auch sehr, dass wir uns als demokratisch oder dass die Politik uns als Demokratie bezeichnet. Was ist denn da, wenn sie wenigstens sagen würden, wir haben ein totalitäres System, dann können sie das auch so machen, wie sie es machen. Aber unter dem Deckmantel der Demokratie die Rechte so einzuschneiden, ich denke, das ist sehr fragwürdig. Ich werde nicht auf den Knien kriechen, um Danke zu sagen für das, was man mir nie hätte nehmen dürfen. Es ist nicht meine Aufgabe, denen zu erklären, warum ich meine Rechte zurückhaben möchte. Es ist deren Aufgabe, mir nachvollziehbar zu erklären, warum sie der Meinung sind, dass sie meine Grund- und Menschenrechte und eure wegnehmen können. Und sämtliche Studien von wirklich anerkannten Professoren auf der ganzen Welt, sei es der Ioannidis in Stanford, sei es in Israel, sei es Oxford, die kommen alle zu Sterblichkeitsraten irgendwo im Bereich einer Grippe. Es ist doch nicht ohne Grund so, dass die Leute sagen, ja, in der Regierung wird gelogen. Wie kann ich Ihnen das ganz ehrlich, dann als gutes System darstellen und sagen, ja, wir sind eine Demokratie, da wird gelogen, vor dem Wahlkampf sagen sie so und danach halt anders und alle sagen so, ja geil, ja, bestes System. Und ich denke mir, hä, das ist doch kein gutes System, da müsste doch was ändern. Ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder in so einer Zukunft, wie sie uns jetzt in Aussicht gestellt wird, leben müssen. Was für eine Zukunft meinst du denn? Eine Zukunft, wo alles, was kritisch geäußert wird, niedergeschlagen wird. Medial oder auch von staatlicher Seite, dass man diffamiert wird, dass man seine Meinung nicht offen sagen kann, dass man seine Rechte einfach so verliert, nur weil die Politiker glauben, es ist jetzt eine Pandemie, wird es ausgerufen und deine Grundrechte sind von heute auf morgen nichts mehr wert. In dem Moment, wo du Kritik äußerst, giltst du gleich als Verschwörungstheoretiker und damit ist es so K.O.-Kriterium eigentlich. Ne? Du hast diesen Stempel drauf und alles, was du sagst, ist eigentlich nichts mehr wert. Wurde jemals in den öffentlich-rechtlichen Medien gesagt, dass laut den neuesten immunologischen und serologischen Studien die Sterblichkeit von Covid-19 bei insgesamt nur ca. 0,1% und damit lediglich im Bereich einer starken Influenza liegt? Wurde erwähnt, dass bis zu 80% aller testpositiven Personen symptomlos bleiben? Und das wird halt auch jedem direkt ins Gesicht gedrückt, dass man
das Thema quasi. Man unterhält sich viel mehr auch mit Bekannten und sagt halt so, ja, was hältst du davon? Und dann kommt auch echt sehr oft raus, dass die Leute wirklich eigentlich sagen, ich habe da meine Zweifel und ich habe da meine Zweifel. Also ich kenne viele Leute, ich komme viel rum. Und es gibt wirklich nur 2, 3 Leute, die wirklich sagen stur, ja, die Regierung hat recht. Die anderen sagen entweder, ja, da ist irgendwas im Busch, das stimmt irgendwas nicht irgendwie, aber wir werden doch von der Regierung sowieso verarscht, wir können nichts machen. Und das ist immer der Standardspruch und ich sage dann immer jedes Mal so, oder ich sage dann auch zu jedem Mal, wenn alle, die sagen, wir können nichts machen, nur ein einziges Mal, sagen wir für einen Monat, jedes Wochenende demonstrieren würden, dann wäre es nach dem Monat vorbei. Dann gäbe es keine Regierung, keine Verarsche für die Leute mehr. Wir könnten Häuser bauen, die autark und nachhaltig sind. Wir könnten dankbar mit der Erde umgehen als ein Menschenkind. Wir könnten aufhören, jemand zu werden aus Fernsehfilmen. Uns nicht verbiegen und einfach sein, wer wir selber sind. Wir könnten kooperieren, anstatt zu konkurrieren. Wieder zurück zum Wir, im Frieden leben mit Tieren. Massenviehhaltung verbraucht 1/3 des ganzen Getreides der Welt. Wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir könnten Hanf anpflanzen, anstatt den Regenwald roden. Wir könnten Mehrwert erschaffen, anstatt mit Schneeballmethode immer noch mehr und mehr ins Portemonnaie reinzuholen, bis man dann merkt, der Wert von Geld ist Illusion. Wir könnten mehr als 5 Sinne nutzen, um andere kennenzulernen und ihnen begegnen, als ob man selber wäre. Wir könnten dieses und jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ich mach lieber was. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten alles verändern, wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist änderbar, ja, nicht nur in einem Wahljahr. Nutzt deine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören so zu tun, als hätte Geld einen Wert. Und so handeln, als ob wir wirklich alle Menschen wären. Ganz ohne Messenger, miteinander sprechen lernen. Lächeln verbindet, in uns drinnen schlägt dasselbe Herz. Wir könnten uns verändern, dadurch alles um uns herum verändern. Dadurch wirklich alles von Grund auf ändern. Es gibt keinen Grund noch länger darauf zu warten und einfach starten, statt zu fragen, warum's andere nicht taten. Wir könnten das T streichen, denn wir können, Punkt. Oder warum glaubst du, wählte unser Schöpfer uns? Wir könnten anfangen und endlich in uns selbst vertrauen. Komm, wir beginnen jetzt an einer neuen Welt zu bauen. Oh. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten uns erinnern, wie wir uns fühlten, als wir mal Kind waren. Offene Herzen, befreit von Angst, weil man niemals scheitern kann. Ich könnte alles verändern. Du glaubst an mich. Du könntest alles verändern. Ich glaub an dich. Wir könnten alles verändern. Ohne Zweifel. Wir sind Veränderung, wir sind das Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Manche, ihr seid geil, ihr seid 1000-mal geiler als ich, weil ihr könnt's. Ne, servus, servus. Vielen lieben Dank fürs Anschauen, Leute. Lasst mich bitte unbedingt unten in den Kommentaren wissen, wie euch es gefallen hat und vor allen Dingen, was ich noch besser machen kann, weil ja, ohne Feedback kann man nicht wachsen. Ne? Auch Daumen nach oben, wenn euch es gefallen hat und denkt bloß nicht daran, den Kanal zu abonnieren, weil dann würdet ihr ja eventuell weitere solche Videos sehen und noch vieles, vieles mehr. Würzburg ist dieses Wochenende dabei, Halle, Leipzig, Berlin wird natürlich noch mit dabei sein. Einiges anderes, was man noch so auf Demos machen kann. Da ist viel in meinem Kopf, viel in Probe gerade. Seid mal gespannt und dann
wir sehen uns. Na? Kommentare nicht vergessen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen.